Willkommen zur 4K-Variante dieses Filmes. Eigentlich wollte ich mir mit dem zweiten Teil zu den Details im Gleisbereich etwas Zeit lassen, aber das Thema wurde so begeistert aufgenommen, dass ich doch mal in meinem Fotoarchiv geguckt habe, ob da nicht doch noch irgendwas ist, was man zu einem Film verarbeiten könnte. So bin ich auf ein ebenso interessantes wie oft vernachlässigtes Thema gekommen: Signaltafeln. Und auf die Dinger werden wir heute einen genaueren Blick werfen. So, und jetzt mal im Schnellformat. Bewerten, abonnieren, Glöckchen klicken und meinen anderen Kram angucken. Das war's, viel Spaß beim Film und glaubt nicht alles, was ich sage. Oder denkt zumindest drüber nach. Signaltafeln? Wir brauchen so einen Scheiß! Nun, funktionstechnisch sind die Dinger auf der Modellbahn sinnlos wie ein Kropf. Aber es sind halt die Details, die eine Modellbahn attraktiv machen. So gesehen ist das Thema schon interessant und sinnvoll. Folglich wird in diesem Film eine gewisse Auswahl an Signaltafeln vorgestellt, deren Auswahl im Wesentlichen davon abhing, was mir vor die Linse gekommen ist. Signale im Bereich von Bahnübergängen. Für den Straßenverkehr ist sicher das Andreaskreuz hier im Bild hinten links zu sehen am wichtigsten, aber für den Schienenverkehr ist es die BÜ-Ankündigungstafel. Natürlich gibt es eine Vielzahl weiterer Signale vor einem Bahnübergang, aber hier in dem Bild ist halt eben nur die Ankündigungstafel zu sehen. Spannt man den Blickwinkel etwas weiter auf, sieht man, dass die BÜ-Ankündigungstafel nicht allzu weit vom Bahnübergang wegsteht. Hier mal ein Bild von der rechten Rheinstrecke. Man sieht also, auch auf zweigleisigen Hauptstrecken bietet sich ein ähnliches Bild wie auf eingleisigen Nebenstrecken. Allerdings macht die Umgebung von dem Bahnübergang den Eindruck, sie sei besser gesichert als Fort Knox. Aber kommen wir zurück zur Niddertalbahn, an der ja auch Altenstadt-Lindheim liegt. Auch die ebenengleichen Bahnsteigzugänge werden mittlerweile wohl behandelt wie ganz normale Bahnübergänge. Und hier nochmal ein Blick von der anderen Gleisseite. Wer jüngere Epochen nachbildet, der könnte hier ganz interessante Anregungen finden. Nochmal ein kurzer Themenwechsel. Thorstens MOBA Planungsdienst hat jetzt seine eigene Seite auf meiner Firmenwebseite infographics.de. Die genaue Adresse ist in dem roten Balken hier eingeblendet. Ansonsten ist in der Videobeschreibung noch ein Link zu der Seite. Auf der Seite sind jetzt die ersten Informationen veröffentlicht. Es könnte sich also lohnen, mal nachzugucken. Signaltafeln im Bereich von Bahnhöfen. Im Bereich von Personenbahnhöfen gibt es zwar einige Signaltafeln, aber die hier zu sehende ist wohl die häufigste. In dem hier zu sehenden Fall wird die Haltetafel NE5 noch durch zwei Zusatzschilder ergänzt. Der Pfeil gibt an, auf welches Gleis sich die Haltetafel bezieht. Die 70 Meter beziehen sich auf die Länge des Zuges. Ist der Zug länger als 70 Meter, muss er an der nächsten Haltetafel anhalten. Nach diesem Beispiel aus Röndorf an der rechten Rheinstrecke wenden wir uns jetzt der Barbarossa-Stadt Gelnhausen im Kinzigtal zu. Das wird aber auch zart hier. Endlich mal wieder im Stöffcheland. So ein Äppel aus dem Gerippte ist schon fein Stöffche. Wie dem auch sei, das Bild gibt einen ganz guten Eindruck, welche Häufung an Signaltafeln sich in Bahnhöfen befinden kann. Neben den beiden Haltetafeln, hier und da, ist auch noch eine Hektometertafel zu sehen, und natürlich noch die eine oder andere SH2-Tafel. Natürlich sind noch sehr viele weitere Schilder zu entdecken, wenn man genau hinsieht. Zum Beispiel die Mastschilder an den Hauptsignalen. Aber kehren wir zurück nach Niederdorf-Velden. Im Hintergrund ist der ebenengleiche Bahnsteigzugang vom Anfang des Filmes zu sehen. Außerdem zu sehen sind ein Hauptsignal und ein 2000 Hertz Magnet, wie er im ersten Teil des Filmes besprochen wurde. Und hier nochmal ein Blick auf eine der beiden Haltetafeln am Haltepunkt Nidderauer Eichen. Wer sich jetzt fragt, Nidderauer Eichen? Das hatten wir doch auch schon mal. Ja, richtig. Das ehemalige Empfangsgebäude des Bahnhofs Nidderauer Eichen war Titelbild des Teils 31 der Modellbahnplanungsserie. Auch dieser Film ist in der Playlist zu diesem Video. Die angesprochene Playlist ist oben rechts in der Ecke über eine Infocard, in der Videobeschreibung über einen Link oder am Ende des Films über eine Endcard erreichbar. Signaltafeln im Bereich von Haltepunkten. Im Bremswegabstand vor Haltepunkten steht auf Hauptbahnen die Signaltafel NE6. Auf Nebenbahnen ist sie etwa 150 Meter vor dem Haltepunkt. Allerdings steht sie nur an Haltepunkten, die für den Lokführer schlecht erkennbar sind.
Wie der Name NE6 Haltepunkttafel schon vermuten lässt, kündigt sie einen Haltepunkt an. Hier mal eine Haltepunkttafel aus der Realität. Diese überaus leicht zu erkennende Haltepunkttafel kündigt den Haltepunkt Erpel, heute zur Verbandsgemeinde Unkel gehörend, an. Signaltafeln im Bereich von Hindernissen. Das Bild kennen wir ja schon aus dem ersten Teil dieses Films. Naja, und ein Streckenende ist ja irgendwie auch ein Hindernis. Deshalb ist dieses Bild hier nochmal zu sehen. Die Sache, um die es hier geht, ist die Signaltafel SH2, Schutzhalt. Auch am Werkstor, das den ehemaligen Gleisanschluss des Schmelzbasaltwerks in Kallenborn verschließt, ist dieses Signal SH2 Schutzhalt zu sehen. Hinter dem Werkstor ist noch eine Gleissperre zu sehen, die den Gleisanschluss auch mechanisch verriegelt. Aber verlassen wir das Rhein-Westerwälder Outback mal wieder und wenden uns dem Rhein-Main-Gebiet zu. Hier sehen wir die Strecke der Frankfurter Hafenbahn am Heizkraftwerk West in Frankfurt vorbeilaufen. Die Straße im Vordergrund ist die Gutleutstraße. Wenn wir uns jetzt rumdrehen, sehen wir ein paar SH2-Signaltafeln und einige andere interessante Details. Das Durchgangsverbotsschild dürfte durchaus schon älter sein, aber die schraffierten Flächen auf der rechten Seite sind nach meinen Erinnerungen erst in den letzten Jahrzehnten hinzugekommen. Und jetzt geht's wieder an Rhein. Auch wieder Signaltafeln SH2 Schutzhalt. Das Bild bietet aber auch sonst einige Anregungen zur Ausgestaltung der Modellbahn. Und hier nochmal ein paar SH0-Schilder in der Mitte vom Bild. Zu sehen ist der Güterbahnhof Ost in Frankfurt am Main. Am linken Bildrand ist der Umschlagbahnhof und am rechten Bildrand ist die Strecke Frankfurt-Hanau. Signaltafeln im Bereich von freien Strecken. Naja, so richtig auf der freien Strecke hat die Trapeztafel nicht gestanden. So eine Trapeztafel steht normalerweise an der Stelle, an der bei größeren Bahnhöfen ein Einfahrsignal stehen würde. Genau genommen steht diese Trapeztafel nach meiner Vermutung an der Stelle, an der das Einfahrtsignal stand, bevor die Strecke im Zweiten Weltkrieg verstümmelt wurde. Ein derart massiver Sockel für eine Signaltafel wäre nach meinen Beobachtungen zumindest ungewöhnlich. Nachdem wir die Trapeztafel lange genug von schräg hinten unten gesehen haben, gucken wir uns das Ding jetzt mal von vorne an. Warum die Trapeztafel so heißt, wie sie heißt, ist, glaube ich, ganz gut erkennbar. Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass auch das Mastschild zu der Trapeztafel hinzugehört. Die Trapeztafel ist für mich aus modellbahnerischer Sicht die interessanteste Signaltafel überhaupt. Der Grund dafür ist die Zugkreuzung in einem Bahnhof, der mit Trapeztafeln ausgestattet ist. Dann spielt sich folgendes Szenario ab. Der vom Fahrplan festgelegte Zug fährt in den Bahnhof ein. Der aus der entgegengesetzten Richtung kommende Zug kommt an der Trapeztafel an und hält dort. Er gibt einen Achtungspfiff. Der Zugführer des im Bahnhof stehenden Zuges stellt dann die Weichen so um, dass der Zug, der vor der Trapeztafel wartet, in den Bahnhof hineinfahren kann bzw. den anderen Zug passieren kann. Nach Umstellung der Weichen wird das Komm-Signal ZP11, ein langer, ein kurzer und ein langer Ton, vom im Bahnhof stehenden Zug gegeben. Nachdem der ehemals vor der Trapeztafel wartende Zug den Bahnhof wieder verlassen hat, stellt der Zugführer des zuerst angekommenen Zuges die Weichen wieder in Grundstellung. Dann fährt auch er weiter. Aber jetzt mal ehrlich, ist das nicht ein geiles Manöver? Gerade bei digitalen Modellbahnen ist das eine sehr reizvolle Szene. Aber natürlich ist das auch bei einer analogen Modellbahn realisierbar. Es ist halt ein größerer Aufwand. Signaltafeln im Bereich von Signalen. So, und jetzt nicht ablenken lassen. Es geht nicht um 212.058.2, sondern es geht um diese Vorsignaltafel hier. Beim Namen der Signaltafel ist es unschwer zu erraten, was diese Signaltafel kennzeichnet. Hier ist so eine Signaltafel nochmal ein bisschen aus der Nähe betrachtet. Es gibt noch ein paar Variationen von dieser Signaltafel, aber die zu erläutern, das ist mir jetzt ein bisschen zu umständlich. Nähere Informationen gibt es in Links in der Videobeschreibung. Für historisch Interessierte, im Hintergrund ist übrigens ein Teil der Reste der Ludendorffbrücke zu sehen. Sie ist in das deutsche Allgemeinwissen als Brücke von Remagen eingegangen. Da sich Vor- und Hauptsignale mittlerweile baulich kaum noch auf den ersten Blick unterscheiden lassen, geben die Mastschilder wertvolle Hinweise. Während Vorsignale diese eben schon gesehenen backblechartigen Signaltafeln haben, sind Hauptsignale mit recht filigranen Mastschildern bestückt. Als ob Backbleche nicht genug wären, ist es auf Hauptbahnen üblich, vor Vorsignalen auch noch Vorsignalbaken aufzustellen.
Hier sehen wir die dreigleisig ausgebaute Strecke Hanau-Fulda. Was wir auch noch sehen, ist ein ziemlicher Overkill an Vorsignalbaken. Diese Baken haben untereinander einen Abstand von 75 Metern, die letzte Bake steht 100 Meter vor dem Vorsignal. Interessant ist auch die Signaltafel SO 106, die Kreuztafel. Bei der Bundesbahn wurde sie zwar 1959 abgeschafft, aber bei der Reichsbahn gab es sie bis zum Schluss. Sie markierte auf Nebenstrecken ein fehlendes Vorsignal. Speziell bei wenig Platz oder wenig Geld ist das natürlich eine sehr interessante Alternative. Signaltafeln im Bereich von Oberleitungen. Die wohl häufigste Signaltafel im Bereich der Oberleitungen ist wohl die Signaltafel EL6, halt für Fahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer. Da ist dann halt Ende Gelände mit der Oberleitung. Wie gesagt, es ist recht häufig anzutreffen. Nicht ganz so häufig sind irgendwelche Warnschilder bei elektrifizierten Ortsgüteranlagen. Das gehört eigentlich nicht zu den Signaltafeln, aber es ist ein so nettes Detail und ein so selten anzutreffendes Detail, dass ich dachte, es sei hier ganz gut aufgehoben. So, das war's wieder mal. Den nächsten Film gibt's am Donnerstag, vielleicht auch am Montag. Wobei montags der Termin für Filme in HD oder SD-Auflösung ist. Wenn ihr keinen neuen Film verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Klickt nach dem Abo aufs Glöckchen, wenn ihr für jeden neuen Film eine E-Mail-Benachrichtigung wollt. Damit meine ich übrigens nur wirklich neue Filme und nicht alte Filme in neuer Auflösung. Ansonsten wäre jetzt die Gelegenheit, sich die Playlist zu diesem Film anzugucken. Oder zumindest einen Teil daraus.